meine Woche Bali mit Dingen, die mir Spaß machen. Muay Thai, Surfen, Schach und diese Woche auch endlich dabei ein paar Brettspiele. Weiterhin liegt hier mein Fokus auf Bali, auf Sport und Muay Thai. Dafür gibt es 2 bis 3 Trainingseinheiten im Soma Fight Club. Entweder Muay Thai oder Mobility Training. Muay Thai Session besteht aus 20 bis 30 Minuten Warm-up und Partnerübung und danach geht's mit den Trainern an die Pads. Kicks, die am Anfang so gar nicht funktioniert haben, werden mittlerweile ein wenig besser. Nach wie vor viel Verbesserungspotenzial vorhanden. Aber hey, die sehen mittlerweile wie Kicks aus. Die größte Einschränkung, die man auch in den Kicks sieht, kommt durch meine Steifheit in Hüfte und Hamstrings. Da wird natürlich auch dran gearbeitet, damit mehr Fortschritt in den Kicks zu sehen ist. So you cut the wave on your own mostly, but sometimes you succeed, sometimes fail. Yeah, especially the pop-up. Yes. So important thing is when you pop up, because when you pop up wrong, fail. You pop up right, you succeed. Yeah, I think as soon as I'm staying stable, it's fine and it's good. So yeah, like I said in the beginning, you start popping up. Yeah. You have to focus on that more. All right. Because once you do it wrong in the beginning, it's wrong in the end. He's pulling. Okay? Yeah. Your hip not high enough. So especially focusing on hip, getting high Yes, enough, hip up, improving. and then your body. Chest. Yeah, Yes, chest straight to the front. This is right, Yeah. and then you stand up. This one is you didn't push your hip high Yeah. enough. Push. Not high enough. Yes. And then mana yang berhasil dia? See, that one in the beginning chest or the front, but Yeah. and then I don't know why you start tall. Yeah. You have to keep it low. Low. Yeah. Low. Because when you starting high, it makes you wobble. Oh, it's good. Okay, this chest is good enough. This is good like this. Yeah. So your hand is on the left side. Yeah. If So one on the left, one on the right. Yes, one here like this.
So not like this. You're riding like this sometimes. Am Mittwoch kam dann mein Highlight der Woche. Es ging in ein Spielecafé. Hatte eine sehr angenehme Größe. Die Spieleauswahl nicht ganz so riesig, wie man es bei uns gewohnt ist, aber trotzdem mehr als genug Auswahl in jeder Richtung vorhanden. Jetzt einfach ein richtig guter Abend. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Einfach nach jetzt gut 3 Monaten, die ich unterwegs bin, endlich mal wieder richtige Spiele zu spielen. So, in den Hostel gab es zwar zwischendurch immer mal wieder ein paar Spiele, aber das waren dann halt einfach doch so die Standarddinger, ein Scrabble, ein Monopoly und so ein Quark. Von daher, jetzt hier mal wieder richtige Spiele zu sehen und ein bisschen was zu spielen, war schon richtig nice. Am Sonntag ging es dann wieder für mich zum Schach. Allerdings dieses Mal mit einer grauenhaften Performance. 7 Partien, 3 gewonnen, 2 unentschieden, 2 verloren. Allerdings jede Menge unnötige Fehler. Als erstes in besserer Stellung den falschen Plan gefasst, wodurch der Gegner einen Bauern gewinnen konnte und im Anschluss für ihn die Stellung einfach sicher war. Gleiche Partie ein wenig später. Einfach übersehen, dass nach dem Abtausch der Dame mein Springer hängt. Das hier ist Partie Nummer 3, weniger als 10 Züge gespielt und ich schalte mein Hirn einfach nicht ein und stelle sofort einen Bauern ein. Züge später wieder ein kleiner Aussetzer. Der Turm auf H8 kann nicht mehr gerettet werden. Zum Glück konnte ich den Gegner noch bescheißen und die Partie gewinnen. Springergabel auf E7 übersehen und damit fällt der Turm. Und auch in der letzten Partie wurde eine klar bessere Stellung weggeworfen. Am Sonntagabend nach einer anstrengenden Woche war das einfach von mir nicht mehr die beste Performance. Gesichtsausdruck aus Partie Nummer 4, fasst im Endeffekt alles perfekt zusammen. Der erste Monat hier auf Bali ist jetzt vorbei. Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Sportlich gesehen läuft soweit alles in Ordnung. Es ist eine gewisse Entwicklung zu sehen, könnte natürlich besser sein, aber angesichts der Mobilitätseinschränkung kann ich, glaube ich, ganz zufrieden sein, so wie das derzeit abläuft. Das, was ich auf jeden Fall für die nächste Zeit verbessern muss, das Einzige, was ich hier bisher gesehen habe, ist die Unterkunft, der Weg zum Gym und der Weg zum Strand. Das war's bisher, dementsprechend da muss in Zukunft einfach noch ein bisschen mehr dazukommen und ich möchte dann doch noch ein bisschen mehr hier von der Insel sehen.